Hallo und herzlich willkommen auf Rabeas Kitchen. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe leckere Hefe- bzw. Pizzaschnecken gebacken. Die sind ganz einfach in der Zubereitung. Mit Frischkäse oder Schmand schmecken sie lauwarm am besten. Innen drin sind sie richtig schön weich und saftig geworden. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Aktiviert noch die Glocke zusätzlich, dann werdet ihr automatisch benachrichtigt, sobald neue Videos online sind. Kommen wir direkt zu den Zutaten. Viel Spaß beim Zuschauen. Für den Teig benötigt ihr Mehl, warmes Wasser, Butter oder Margarine, Salz, Zucker, Trockenhefe und ein Ei. Als erstes füge ich das Mehl, die Trockenhefe und den Zucker in eine Rührschüssel, gebe das warme Wasser hinzu und decke das Ganze für ca. 15 Minuten ab. Nach 15 Minuten fängt auch schon die Hefe an zu arbeiten. Daran erkennt ihr das, dass die Hefe noch gut ist, dass die kleinen Bläschen aufsteigen. Das Ganze wird jetzt mit der Küchenmaschine oder per Hand ca. 5 Minuten geknetet. Während des Rührvorgangs gebe ich nun das Salz, das Ei und die Butter hinzu. Das Ganze wird erst auf niedriger Stufe und zum Schluss auf hoher Stufe durchgeknetet, bis ein schöner, weicher Teig entstanden ist. Nach 5 Minuten ist mein Teig dann auch schon fertig. Falls ihr das per Hand knetet, müsst ihr noch ein bisschen länger kneten. Ich benetze jetzt meine Hand mit etwas Öl und löse es vom Knethaken. Der Teig, wie gesagt, ist sehr weich und elastisch und mit etwas Öl an den Fingern klebt das Ganze auch nicht mehr. Jetzt forme ich das zu einer Kugel, löse es nochmal vom Boden und lasse das Ganze eine Stunde abgedeckt einmal gehen. In der Zwischenzeit können wir schon mal die Füllung vorbereiten. Dazu benötigen wir Paprika, da habe ich eine halbe gelbe und eine halbe orangene genommen. Frühlingszwiebeln, Petersilie, Zwiebeln, die habe ich vorab nochmal in der Pfanne angedünstet mit etwas Butter, Salz, Pfeffer, Oregano, Chiliflocken und Schmelzkäse. Den Schmelzkäse benötigen wir erst beim Aufrollen. Die ganzen Zutaten werden dann in einer Rührschüssel vermischt, bis auf den Schmelzkäse natürlich. Spontan habe ich mich noch entschieden, geriebenen Käse dazu zu nehmen. Wer keinen geriebenen Käse mag, kann es natürlich auch weglassen. Damit sich das Ganze besser verrühren lässt, gebe ich noch 3 bis 4 Esslöffel Olivenöl dazu. Die Füllung zugedeckt stehen lassen, bis der Teig gut aufgegangen ist. Mein Teig ist schon nach 45 Minuten gut aufgegangen. Jetzt bemehle ich die Arbeitsfläche mit etwas Mehl und darauf lege ich dann unseren Teig. Den Teig teile ich dann in 2 Kugeln. Falls ihr aber eine sehr große Arbeitsfläche habt, könnt ihr das Ganze auch in einer Kugel machen.
Wie gesagt, ich teile ihn in zwei und rolle den ersten einmal aus. Ich mache auch bewusst 2 Kugeln draus, da mir die Schnecken dann sonst zu dick werden. Den Teig rolle ich auf ca. 2 bis 3 mm aus. Wenn ihr den Teig dann gut ausgerollt habt, nehme ich den Schmelzkäse und verteile es gleichmäßig auf den Teig. Pro Teigkugel nehme ich 2 Stück von dem Schmelzkäse. Ich habe den Schmelzkäse von Lavash-Kiri genommen. Zur Hilfe nehme ich mir eine kleine Palette und verstreiche dies. Als nächstes verteile ich dann die Hälfte der Füllung auf den Teig bis hin zum unteren Rand, aber am oberen Rand lasse ich ca. 2 bis 3 cm frei, da ihr sonst beim Aufrollen der Rolle sonst alles oben wieder rausquillt, falls ihr das bis oben hinfüllt. Nun rolle ich das Ganze vorsichtig von unten nach oben auf. Mit der Teignaht nach unten legen und nun könnt ihr mit einer Teigkarte oder mit einem scharfen Messer 5 cm dicke Scheiben abschneiden. Ein bisschen zurechtdrücken, wenn bei Bedarf gerne noch die Schnecken etwas flacher sein sollten, dann etwas flacher drücken, ansonsten ruhig die Höhe beibehalten. Das Ganze kommt dann auf ein Backblech mit ein klein wenig Abstand. Ein Eigelb wird mit etwas Milch verquirlt und dann werden die Pizza- bzw. Hefeschnecken damit einbepinselt. Ich bestreue das Ganze noch mit etwas Schwarzkümmel. Ihr könnt natürlich auch Sesam nehmen. Und dann kommt das Ganze bei 180 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 35 bis 40 Minuten in den vorgeheizten Backofen. Meine haben jetzt genau 37 Minuten gebraucht und die sehen zum Anbeißen aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir doch gerne einen Kommentar, wie das euch geschmeckt hat, falls ihr die nachgebacken habt. Vielleicht habt ihr sie ja auch mit einer anderen Füllung gebacken. Ich genieße sie jetzt lauwarm mit etwas Frischkäse. Wünsche viel Spaß beim Nachbacken, guten Appetit, bis zum nächsten Mal. Bye bye!